Hi, ich bin's Tobi. Ich grüße euch aus Batumi in Georgien. Heute mal wieder ein Interview. Ich habe hier zu Gast die Alona. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, ich heiße Alona, ich bin aus der Ukraine und ich bin schon eine Woche in Georgien. Woher kam der erste Impuls, nach Georgien zu gehen? Ich habe vielleicht 8 Jahre über Georgien geträumt. Jemand hat mir vor 8 Jahren erzählt, das war und Georgien ist alles so schön, schönes Natur und alles ist perfekt. Aber ich hatte keine Möglichkeit nach Georgien kommen. Ich habe auf dem Schiff gearbeitet, dann habe so viele europäische Länder besucht. Und dieses Jahr dachte ich, vielleicht mache ich Urlaub in Georgien. Und erst einmal im Juli habe ich hier 10 Tage verbracht als Urlaub und dann war total verliebt in Georgien. Hat dir direkt gefallen? Genau. Ja, geht mir eigentlich ähnlich. Ja. Ich bin jetzt ja auch erst 2 Wochen hier und es passt. Es fühlt sich gut an, die Menschen sind sehr offen. Genau. Was würdest du sagen in Bezug auf Ukraine, kulturelle was ist gleich und was ist unterschiedlich? Gleich ist, dass die Menschen in der Ukraine sind sehr, sehr freundlich und in Georgien auch. Zum Beispiel in Deutschland finde ich so nicht so freundlich. Ja, alles ist okay, aber trotzdem, wenn du in Deutschland bist, dann fühlst du dich, als du Ausländer bist. Das ist so 100%. Und hier bin ich nach Georgien gekommen und erst einmal habe ich meinen Vermieter gesehen und er sagte, ja, hallo, oh, willkommen, ja, und willst du noch Wein oder willst du noch Essen oder was willst du? Wir können noch Ausflüge machen und das... Gastfreundlich. Gastfreundlich, ja. Und in Deutschland hast du das Gefühl, dass es ein bisschen länger dauert? Oder, man sagt ja auch über die Deutschen, dass sie erst aufwärmen müssen und dass es dann erst herzlich wird. Ja, ich weiß nicht, zum Beispiel, ja, wenn du Freunde in Deutschland hast, ja, dann sind sie sehr freundlich, ja, und dann alles, was du willst und dann könnt ihr zusammen so Partys machen und so weiter, aber fremde Menschen, ja, du siehst erst einmal einen Deutschen und dann sagst, hallo, ich bin aus der Ukraine und ich bin Alona und sagst er, okay, ja, gut. Okay, ja, verstehe. So, ja. Wie lange hast du in Deutschland gelebt? Ich war 3 Monate in Deutschland, dann 3 Monate in der Ukraine, dann wieder 3 Monate in Deutschland und insgesamt vielleicht 1 Jahr. 1 Jahr, okay. Genau. Und woher kommen dann deine deutschen Sprachkenntnisse? Ich habe Deutsch an der Universität gelernt und jetzt arbeite ich an deutscher Firma und dann hatte ich noch deutschen Freund und ja, weiß nicht, seit Kindheit bin ich mit Deutsch aufgewachsen. Ja. Dein Arbeitgeber erlaubt dir, dass du von Georgien aus arbeiten darfst? Ja, und er war der Erste, der hat mich unterstützt, hat gesagt, dass ja, mach das ist so cool. Ja. Und du hast solche Arbeit, dass du kannst so aus Georgien auch arbeiten. Ja. Und meine Familie war zuerst geschockt. Ja, meine Mutter sagte, oh mein Gott, warum Georgien? Was willst du dort machen? Also Deutschland hat der Familie besser gefallen? Du hast ja eben gesagt, du warst vorher schon in Europa. Deutschland. Insgesamt okay, Europa, okay. Ja, nicht so. Meine Mutter sagte, dass nee, Europa ist besser und so weiter, aber weiß ich nicht. Ich finde jetzt im Moment, Georgien ist für mich besser als Europa, ja. Und mein Chef sagte, ja, mach das einfach und du schaffst alles wird gut und ja, ich bin sehr dankbar meinem Chef, dass er hat mich unterstützt und er sagte, ja, okay, wenn du brauchst so ein bisschen Zeit für Umzug und ja, und ich hoffe, er wird mich besuchen. Ja? Ja, er sagte, dass in Deutschland es gibt nicht so gute Informationen über Georgien. Ich weiß nicht, ist das so? Oder? Ich arbeite gerade dran mit ein paar anderen YouTubern und Bloggern, die halt auch in der letzten Zeit hier sind, dass wir halt Informationen rausbringen. Weil es gibt schon viele Sachen, die auch wegen der Sprachbarriere nicht einfach für uns sind herauszufinden. Ja? Ich war zum Beispiel Anfang der Woche ein Bankkonto eröffnen und das musst du erstmal hinkriegen. Also das kannst du jetzt nicht einfach bei Google, wie eröffne ich ein Konto. Ja, aber ich habe gehört, dass in Deutschland alle sagen, dass ja, Georgien ist so ein kriminelles Land und so weiter. Solche Sachen, das ist so nicht so schön allein in der Stadt zu sein und solche Sachen. Und wenn ich dann mit meinem Chef gesprochen habe und erzähle, ja, ich bin allein mitten in der Nacht, allein in der Stadt und alles ist okay. Ja. Niemand kommt zu mir, niemand macht etwas mit mir. Und er sagte, ja, echt?
das ist cool und er will das selbst gucken, wie Ja. ist das Leben in Georgien und ich hoffe, dass er kommt sehr bald zu mir. Ja, und es ist sogar Fakt, dass Georgien in der Kriminalstatistik sicherer ist als Deutschland. Genau. Ja. Ja? Also das ja. ist zum Beispiel etwas, ja, ich weiß jetzt, was du eben meintest. Deutschland ist jetzt, also aus deutscher Perspektive wäre Georgien jetzt nicht das erste Auswanderland. Ja? Da denkt man irgendwie so an Spanien oder viele Rentner auch in Ungarn. Ja, das ist auf jeden Fall so. Aber wenn man sich erstmal darüber informiert, dann ist Georgien eigentlich sicherer. Es ist eigentlich auch viel offener für Menschen. Also wir haben ja auch, ich weiß jetzt nicht, da kommen wir jetzt gleich zu, aber wir Deutschen, wir kriegen ja 1 Jahr Aufenthalt ohne Probleme. Wie ist das bei dir, wenn du aus der Ukraine kommst? Auch 1 Jahr? 1 Jahr. Ja. Und da gibt es ja nicht viele Länder, die das machen, ja? Genau, Also- zum Beispiel, wenn ich aus der Ukraine bin, ja, ich darf nur drei Monate in Europa bleiben. Ja. Und dann genau. soll ich wieder 90 Tage wieder in der Ukraine sein und dann nach 90 Tagen wieder 3 Monate in Europa. Was- Deswegen Georgien auch. Ja, ja, was ja für dich bestimmt auch positiv ist, du fliegst ja bestimmt auch nicht lange in die Ukraine. Nee, Das ist ja viel- ist das ja auch ist viel gleich mehr, wie nach Europa. Ja. Auch zwei Stunden. Okay. Aber die Tickets sind teurer als zum Beispiel ich habe im Oktober bin ich nach Wien geflogen vielleicht für 20 Euro und jetzt diese Tickets nach Georgien habe ich für 100 Euro gekauft. Mhm. Das ist so ein Unterschied. Mhm. Von welchem Flughafen bist du geflogen? Von Kiew Schulane. Ja. Okay. Das BIS Airlines, das ist ukrainische Airlines. Ich weiß nicht, ich habe gehört, dass vielleicht vor 2 Jahren war noch Wizz Air nach Georgien geflogen, Ja. aber dann mit dieser Corona-Krise haben sie das Eingestellt, alles ja. ja. Aber jetzt ist es zu teuer. Meine Mutter kommt zu mir zum neues Jahr und sie hat auch für 100 Euro Tickets gekauft. Ja. Bezüglich, weil du gerade Corona erwähnt hast, gibt es Unterschiede bezüglich der Corona-Beschränkungen hier in Georgien und in der Ukraine? Ja. In der Ukraine ist alles, ja, wir haben so viele neue, wie kann ich das sagen, neue Zufälle, ja. Aber trotzdem, meine Stadt ist jetzt noch offen, wir können Partys machen, das ist scheißegal. Zum Beispiel Fußball besuchen, Ja. Fußballspiel besuchen. Also Fußballstadien sind voll und wird ja, auch voll, alles ist okay, alles keine ganz normal. Einschränkungen bezüglich Impfung oder PCR-Test? Keine. Okay. Aber in Kiew, das ist Hauptstadt der Ukraine, dort darf man zum Beispiel U-Bahn fahren, nur mit PCR oder mit diesem Impfungszertifikat und auch ins Einkaufszentrum gehen, Ja. auch nur mit PCR. Oder Werden die PCR-Tests bezahlt oder muss man die selbst bezahlen? muss man selbst bezahlen. Das ist ja dann schon eine ziemliche Einschränkung, wenn man berufstätig ist und muss mit der U-Bahn zum Arbeitsplatz und muss den PCR-Test selber bezahlen. Genau. Ja. Hatten wir in Deutschland jetzt auch für ein paar Wochen, jetzt wird es wieder zurückgenommen. Und dann haben halt viele auch gesagt, dann lasse ich mich jetzt lieber impfen. Weil wie willst du das bezahlen, wenn du einen ganz normalen Job hast? Genau. Und musst dich, ich glaube 3-mal die Woche muss man sich dann testen lassen. Ja. Aber ich habe gehört, dass ab 1. Dezember wird in Georgien das auch so, dass du darfst nur Restaurant nur mit PCR-Test oder Ja. mit Zertifikat. Scheint besuchen. jetzt auch hier anzufangen, ja. Ja, und ich weiß nicht, ist das okay oder nein, aber das ist besser, solche Beschränkungen machen als alles offen und dann, oh mein Gott, wir haben jetzt 30.000 neue Fälle und was sollen wir jetzt machen? Alles ist so. Also dir hat das jetzt auch nicht gefallen, dass in der Ukraine gar nichts gemacht wurde? Nein, ich Fandst finde, du- das ist ja. total blöd. Oder dann sagen sie nicht, dass alles ist so schlecht, diese Situation ist schlecht. Oder dann soll unsere Regierung etwas machen. Und Okay. warum in Kiew ist alles so und in Kharkiv anders? Okay. Bist du denn generell zufrieden mit der ukrainischen Regierung? Nein, Nein, okay. nein. Also persönlich hast du was gegen die Zelensky-Regierung oder warst du auch vorher schon nicht zufrieden, bevor er der Präsident war? Vorher war ich ein bisschen zufrieden, aber ich bin nicht zufrieden, dass wir noch diesen Krieg haben, ja, mit Russland. Das macht mich total kaputt und total traurig. Und ich habe Freunde, die auf diesem Krieg waren, ja. Und ich denke, das ist so nicht so Krieg, sondern das ist nur politische Situation. Und ich verstehe nicht, warum niemand kann uns helfen und niemand kann etwas damit machen.
Dort sind normale Männer, die nach dieser Krieg zurückkommen und sind total verrückt. Mhm. Und Ja, ich würde sagen, die Ukraine ist da in etwas reingeraten zwischen zwei Großmächte. Ja, aber es ist ja irgendwas zwischen der USA und Russland läuft da ja ab. Oder der NATO und Russland, und die Ukraine ist halt irgendwie dazwischen geraten. Ja. ja, ich kann nicht genau sagen, wer hat recht, Mhm. Russland oder NATO, ja. Aber was ich genau weiß, dass Krim, das ist die Ukraine, und diese Donetsk und Luhansk, das ist auch die Ukraine. Mhm. Und für mich, das wird immer die Ukraine, das ist mein Land. Und ich denke, das ist nicht normal. Zum Beispiel, ja, wenn Österreich kommt zu Deutschland, ja, und dann sagt, ja, Bayern ist mein zum Beispiel. Mhm. Warum? Was? So viele Jahre war alles okay und jetzt plötzlich brauchen sie etwas. Das ist auch wie in Georgien, ja. Russland hat diese Abchasien genommen. Warum? Wofür? Mhm. Dort gibt es gar nichts, ja, Bergen oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es etwas Interessantes für Russland, aber das ist nicht normal. Mhm. Was wollen sie noch? Also das wird schon in der ukrainischen Bevölkerung kritisch beäugt, was der große Nachbar da so macht. Ja, Weil man merkt es halt hier in Georgien teilweise auch, dass ja, in Hostels hängen USA-Flaggen. Ich hatte es an anderer Stelle auch schon in einem Interview erwähnt gehabt, und man ist schon vorsichtig gegenüber Russland. ja, aber zum Beispiel meine Stadt, ja, Kharkiv, wir sind neben Russland und auch eine halbe sagen, nein, Russland, das ist unsere Heimat, Russland, alles ist gut, Sowjetische Union war perfekt und so weiter. Und andere sagen, nee, das ist die Ukraine, wir sind so ein Land und Ja. Russland ist Russland, ja, Ukraine ist Ukraine, Polen ist Polen und so weiter. Deswegen weiß ich nicht. Ich denke, dass die Ukraine Krim soll zur Ukraine gehören. Mhm. Und für mich, das wird immer Ukraine, und ich war total traurig. Ich habe immer Urlaub auf der Krim gemacht. Ja, und ich mag die Natur und alles dort, aber letzte Jahre darf ich nicht kommen und ich habe noch Verwandten in Krim. Wie sehen die das? Wollen die wieder zurück zur Ukraine gehören? Oder? Sie haben mir gesagt, dass jetzt Leben ist so nicht so cool wie früher, nicht so gut. Ja, sie haben nicht so viel Geld, sie bekommen jetzt nicht so viel Geld als früher. Und alles ist, früher waren so viele Touristen, sie wohnen in Jalta, das ist so am Schwarzen Meer, ja. Und das waren so viele Touristen aus der Ukraine und sie haben während Sommer ja so viel Geld bekommen von Touristen und jetzt niemand kommt. Okay, also Ja, Sie es haben gibt vorher so einige Menschen ja aus Russland, ja, sie Ja. kommen, aber das ist nicht genug. Mhm. Und ja, sie haben gesagt, dass nee, früher war besser, aber trotzdem, sie wohnen und sie haben gesagt, ja, was können wir machen? Wir bleiben hier und Ja. können weiter. Und was mich noch interessieren würde, kannst du noch mal die Lebenshaltungskosten von Georgien und Ukraine vergleichen? Ja, Lohn ist gleich. Zum Beispiel Ärzte in der Ukraine bekommen vielleicht 300 € und hier auch. Ja, Lehrer auch. Vielleicht 300, 400. Lebensmittel, weiß ich nicht. Vielleicht einige Sachen sind in Georgien billiger als in der Ukraine. Zum Beispiel gestern habe ich Shopping gemacht, ja, im Einkaufszentrum, und Kleidung ist ein bisschen teurer als in der Ukraine. Essen, ja, ein bisschen billiger, aber insgesamt alles ist gleich. Also es hebt sich auf. Ja, Ein paar genau. Sachen sind teurer, ein paar Sachen sind Ja. billiger. Aber zum Beispiel Wohnung mieten ist hier billiger. Ich habe meine Wohnung in Kharkiv für 400 € ja, vermietet und hier miete ich für 200 €. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Also man spart natürlich aus deutscher Sicht auch beim Essen und beim Einkaufen generell, aber der Wohnraum ist das eigentliche, was richtig günstig ist im Vergleich zu Deutschland. Ja, aber ich weiß nicht, das ist nur Winterzeit. Ich denke, dass im Sommerzeit, ja, die Wohnungen werden dann Ja. teurer. Oder man muss halt jetzt schon frühzeitig einen Langzeitvertrag abschließen, ne? Dass man sagt, man mietet direkt für ein ganzes Jahr. Ja, aber zum Beispiel mein Vermieter hat mir gesagt, das ist nur bis Sommer und dann im Mai oder im Juni, dann werden wir noch sprechen, neu oder verhandeln, wird das ja. ein bisschen billiger und du bleibst in dieser Wohnung, ja, oder dann suchst du neue Ja, Wohnung. ja, klar. Aber was noch schön ist, dass
Essen ist sehr lecker hier, ja, und wenn du ins Restaurant gehst, dann das ist billiger als in der Ukraine und diese Portion ist total groß. Ja, das Ja, kann ich bestätigen. ich habe hier diese Caesar-Salat bestellt, ja, und dann habe ich noch einen Teller extra bekommen. Dann sagte ich zu Kellner, hey, warum brauche ich? Das ist so. Und er sagte, ja, willst du das aus dieser Salatteller essen? Ich habe gesagt, ja, warum nicht? In der Ukraine bekommen wir so kleine Portionen, ja, und dann isst du. Und dann habe ich gesehen, diese Portion, das war total groß. Ja, Ich ja. habe das nicht geschafft allein. Ich Ja. weiß nicht, ob 2 Personen schaffen es, aber das ist totale große Portion. Und Ja, billiger. wir haben als auch schon ein paar Ukraine. Mal was bestellt, wo wir dann 2 Tage von gegessen haben, ohne Probleme, ja. Also selbst kochen lohnt sich hier fast gar nicht. Weil wenn du einkaufen gehst, dann kochst, kannst du fast essen gehen und bezahlst weniger. Ja, aber ich bin jetzt ein bisschen zu faul, selbst kochen. Ja. Das kommt noch hinzu dann, ja. Gut, ich würde sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und vielleicht können wir ja nochmal in ein paar Wochen sprechen, wenn wir beide ein bisschen länger hier sind, ein Genau. bisschen mehr zu sagen haben, was alles funktioniert hat und was vielleicht auch mal nicht so gut funktioniert hat in Georgien. Und wir genießen dann heute noch ein bisschen das Wetter hier am Schwarzen Meer. Ne? Genau. Gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.